Heute erkläre ich euch, wie man so einen Grundservice für einen Steyr-Puch-Motor macht und auch für ein Puch-Getriebe. Und da gibt es zum Beispiel einmal die Ölablassschraube. Hier ist die Ölablassschraube. Die alte Version hat 17er Schlüsselweite, die neue Version 19er. Dann hinten mit den 6 Sumpfdeckel. Die alte Version ist zu, die hat gar keinen Sumpfdeckel. Da gibt es nur eine Ölablassschraube. Bei der neuen ist der Sumpfdeckel. Schadet nicht, wenn man alle paar Mal, muss man nicht bei jedem Ölwechsel, aber bei jedem 5. oder was kann man das sicher mal auch öffnen und reinigen. Dann hier ist das Pilzventil von der Ölpumpe. Das mache ich normalerweise nicht auf, weil das mache ich ja beim Service. Den haben wir ein Video gemacht mit dem Ventilsitz nachzufräsen. Also hier aufmachen und auch bei der Ölfilterhalter gibt es eine Magnetschraube, die was man auch öffnet. Also die zwei, da lässt man das Öl ordentlich rausrinnen. Und bei dieser Ölfilterhalterung, da gibt es natürlich auch die normale Version, weil das ist die geschraubte, die letzte. Aufpassen, bei dem Magnet, da sammelt sich immer der Schmutz. Nicht unterschätzen. Ordentlich putzen, 2 Dichtringe, dann oben den Formdichtring, dazwischen den Filter, dann wieder einen Dichtring und Hutmutter. Dann ist einmal das Öl gewechselt, der Ölfilter gewechselt. Dann, wenn man das ausrinnen hat lassen, mache ich alles wieder zu, neue Kupferringe rein. Bei dem mache ich hier Öl auf, da ist der Ölmaßstab, da kontrolliere ich, also Minimum, Maximum, und kontrollieren tut man reinstecken und nicht drehen, nur reinstecken und schauen, da ist gar nichts drinnen. Jetzt leere ich da ein Öl rein, ein 20 W50 SAE Motoröl, reinpassen ca. 1,5 bis 1,8 Liter. Also wenn der Filter ist, wird mehr reinpassen. Und dann langsam das ein bisschen entlüften. So. Das rinnt jetzt langsam nach. Ich leere jetzt nur 1 Liter rein. So. Das lasse ich jetzt nochmal da drinnen. So. Dann den Luftfilter wechseln wir. Also die 2 Schrauben oder wenn es um die Ecke geht, oben ist eine Hutmutter. Ventile einstellen habe ich in einem anderen, also Ventile kontrollieren in einem anderen Video, wo man Köpfe nachzieht und Ventile einstellt. Dann Unterbrecherkontakt. Da gibt es eine flache Stelle und eine runde Stelle. Also bei der runden Stelle wird der Verteiler geöffnet. Da ist das Spaltmaß. Und das sollte 0,4 mm haben. Hier 0,4 und hier mit dieser Schraube fixiere ich es. Kann ich es dann einstellen, dass 0,4 hat. Ich gebe auch immer ein Heißlagerfett ein bisschen drauf, damit sich das Bakelit, oder heute ist ja nur mehr Polyamid drauf, dass das nicht so schnell abgenützt wird. Also ist der Unterbrecherkontakt gleich wieder zusammen und man hat keine Leistung. Dann gibt es keinen Funken. So, jetzt haben wir da mal 1 Liter reingeleert. Und dann lasst man es ein bisschen abrinnen und dann kontrolliert man. Ohne drehen. Das ist gerade der Boden, also das muss noch nachrinnen. Und dann leere ich den nächsten rein. So. Dann. Was man vielleicht auch bedenken sollte, die Benzinpumpen, die sind immer wieder zu fest angezogen, dass das richtig rund wird. Ja? Weil da geht nicht mehr, weil das sind die 7 mm die Distanz, die Dichtung, das ist diese Dichtung hier, die hat 7 mm. Aber wenn man die zu fest anzieht, das ist nicht sehr gut. Also ich würde immer aufpassen, wenn da Öl rinnt,
7 mm die Distanz auch beachten und nicht mehr, weil wenn man mehr gibt, dann der Stößel kann dann weniger drucken. Dann habe ich auch weniger Druck. So, jetzt drehe ich das einmal rein, dass man ein bisschen was sieht. Und da ist noch nicht so viel Öl drinnen, aber da muss man dann noch nachleeren, bis er halt oben ist. Also knappe 2 Liter. So, da Öl haben wir kontrolliert, Ventile muss man dann kontrollieren, Unterbrecherkontakt, Ölschrauben wieder zu und dann kommen wir, also was ich vielleicht auch noch zeigen muss, beim normalen Modell hat man ja diesen Öleinfüllstutzen, wo man hier einleert. Nicht so wie bei diesem neuen Modell, wo man vorne einleert. Und dann kommen wir zum Getriebe. Da leere ich immer das GL3, GL4, der 90er Getriebeöl ein. Beim 500er 650er ist hier die Einlassschraube. Und wenn ich die rausdrehe und einfülle, sobald es rausrinnt, kann ich die Schraube zumachen, weil dann ist es voll. Ja? Aber wenn ich das Öl wechseln möchte, da gibt es auch 2 solche mit Magnet, aufmachen, Öl auch rausrinnen lassen, wieder einen neuen Kupferring zumachen, da ist Öl rinnen lassen, bis rausrinnt, dann wieder zumachen, dann habe ich auch ein Öl gewechselt. Und vielleicht auf die Manschetten schauen und auf die Dichtungen da, weil da drinnen ist auch ein Bolzen mit einem O-Ring, ob das auch dicht ist. Und das war eigentlich Getriebe und Motoröl. Vielleicht bei der Kupplung, wenn einmal da ein Öl runtertröpft, dann ist es schlecht, weil dann wird die Kupplung feucht. Wenn dieser Simmering nicht dicht ist, steht da das Öl und tröpfelt da immer runter, dann habe ich die Kupplung feucht, auch wenn ich eine neue reingebe, wird die Kupplung immer wieder rutschen. Da ist besser, man gibt einen neuen Wellendichtring oder man schaut auch die Hauptwelle, weil wenn die eingelaufen ist, müsste man die wechseln oder was aufkrummen. Abschleifen und neu hart verkrummen lassen. Das war's.